Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder zur späten Stunde, 18:41 Uhr hier in der Zeitzone. Heißt, ich habe ein bisschen Druck zu arbeiten, aber die Sendung ist deshalb umso frischer gepresst für euch. Themen, die ich vorbereitet habe: Allegris, NPS steigt durch Allegris, wir hatten das ja schon mal gehört. Dann gab es einen Flug mit United Airlines, die sind in Turbulenzen gekommen. Ja, gab auch Verletzte. Wir haben dann weiter ein Thema Lufthansa Miles & More Payback Transfer. Also der Transfer von Payback zu Lufthansa Miles & More hat wohl bei einigen Verspätung. Was haben wir noch? Wir haben Hilton Gold und Diamond Fast Track. Das gibt es jetzt anscheinend auch permanent. Und Bodenpersonal von der Lufthansa geht zu einer anderen Gesellschaft. Aber auch wegen Lufthansa-Tochter. Also gucken wir uns alles mal genau an. Ihr an dieser Stelle denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich zu kommentieren. Und für alle, die den Kanal abonniert haben bzw. eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben, für die habe ich eine Überraschung. Und also nicht in der heutigen Sendung, aber die kommt. Stay tuned, und wir haben auch Stammtische geplant. Daten werden auch im Laufe der nächsten Woche bekannt gegeben. Wir haben Frankfurt, wir haben Wien, wir haben Zürich. Also alle Länder mit dabei, die Deutsch sprechen. Was soll man noch sagen? Like, Glocke, macht einfach mal bitte. Das erste Thema, was wir haben, das ist die Lufthansa mit ihrem Net Promoter Score. Der Net Promoter Score sagt, wie glücklich man mit einer Fluggesellschaft ist. Und das ist immer die Frage, würden Sie uns weiterempfehlen auf einer Skala von 1 bis 10? Und da ist es halt so, dass die Kundenzufriedenheit zugenommen hat und ein NPS ist im Prinzip, wenn man so bei 50 ist, kann man mit leben. Unter 50 muss man sich die Kugel geben. Und Lufthansa sagte auf dem Event, dass man mit dem NPS das Ziel hat, natürlich über 50 zu kommen und dort von den Passagieren jetzt auch bessere Bewertungen bekommt. Carsten Spohr hatte ja den 2023er NPS in einem Interview auch als Long-Covid-Effekte wie Personalmangel und fehlende Neuflugzeuge zurückgeführt. Heißt also, man hat sich da auch nicht an die eigene Nase gefasst und gesagt, man hat da irgendwie vielleicht irgend so ein Problem, ne? Aber nichtsdestotrotz ist so, dass natürlich jetzt Allegris kam und man kann bei den Leuten, die mit Allegris geflogen sind, punkten. Seit Mai 2024 gibt es ja die ersten Allegris-Flieger ab München und dort sind die Resonanzen durchaus positiv. Unsere Zufriedenheitswerte in der Business Class liegen weit über 90%, sagte Heiko Reitz diese Woche bei dem Termin. Und man hat schon 350.000 Passagiere mit einem Allegris ausgestatteten Flugzeug befördert. Wobei das natürlich so ein bisschen irreführend ist, weil ich glaube nicht, dass das alle Passagiere in der First Class nur waren, beziehungsweise in der Business Class, also zählt man natürlich Economy dazu. Und wer sicher in der Business Class Suite reisen will, hat natürlich jetzt noch Zusatzkosten. Also das heißt, die Sitze kosten Aufpreis und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Passagiere da happy sind darüber, aber das müsste man sich dann immer im Einzelfall angucken. Ihr könnt natürlich da schauen und sagen, was eure Meinung dazu ist. Dann ist es so, dass man Aufwertungen bekommt. Ab dem 3. Quartal werden die Gäste in der Business Class Matratzen bekommen. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht vom Anfang an machen kann. Und ganz unabhängig von der Buchungsklasse ist es so, dass man natürlich das Messaging frei und kostenlos bekommt. Das war ja die Meldung gestern auf der Langstrecke, dass da was sich tut. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, man ist mit dem Produkt zufrieden, wenn es alles läuft, wunderbar, habe ich auch keine Schmerzen mit. Aber ich persönlich habe da so meine Zweifel, ob das so ein echter Querschnitt über die Leute ist. Und man muss ja natürlich sagen, Allegris ist ja so, dass man dort wirklich einen Aufpreis bezahlt und damit dann auch einen Aufpreis an Leistung erwartet. Und das geht sich dann nicht nur um Platz, sondern auch den Service. Aber da hat ja Lufthansa Fox, also die Future Onboard Experience, die man verbessern will. Und ich glaube, dass man
vielleicht sich keinen Gefallen tut, weil man teurer ist. Also das heißt, Lufthansa hat halt auf jeden Fall die Preisführerschaft. Ob sie die Serviceführerschaft gegenüber arabischen Airlines haben oder nicht, könnt ihr ja unten beantworten. Die Frage des Tages habe ich ja auch passend dazu gemacht. Und zwar ist die Frage des Tages, bewertet ihr die Lufthansa trotz oder wegen Allegris besser? Also das heißt, ist Allegris für euch ein Ausschlagpunkt, wo nach oben, nach unten, wo ihr sagt, Lufthansa geht runter, Lufthansa geht raus. Also das heißt, ist Allegris für euch da elementar wichtig oder sind für euch andere Dinge wichtiger? Könnt ihr unten schreiben in den Kommentaren. Da bin ich mal gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Wichtig ist halt auch, dass die Lufthansa jetzt anfängt, das Bodenpersonal auszugliedern. Das waren ja irgendwie Lufthansa-Arten, gelber Ausweis, ihr wisst, wie das ist. Und die Leute haben damit auch gewisse Rechte. Jetzt ist es so, dass man natürlich die City Airlines, die Cityline ablösen lässt. Und dann ist es so, dass man mittelfristig auch den Flugbetrieb von der Lufthansa Cityline einstellen wird, weil sie ja zu teuer sind, so sagt man. Und beim Turnaround ist es so, dass man jetzt auch gewisse AOCs abgeklopft hat. Und jetzt ist es so, dass man da natürlich auch gucken muss, dass von derzeit 7 Flugbetrieben unter dem Dach der Lufthansa Airlines wollen wir uns auf 3 operative Airlines fokussieren. Lufthansa Classic, also das ist die klassische Mainline. Dann natürlich die Lufthansa City und die Discover. Das sagte Ritter. Und ein strategischer Wetlease-Partner stellt den Flugbetrieb in den saisonalen Spitzenzeiten beim Betrieb kleinerer Flugzeuge, ist es so die 4. Säule. Das heißt also, Wetlease bleibt in dem Lufthansa-Konzern bestehen und wird sogar auch ausgebaut bzw. als fester Bestandteil eingebaut, um halt Kapazitäten, die man im Sommer zum Beispiel braucht, aber im Winter nicht, trotzdem bedienen zu können und nicht mit eigener Flotte da Kapital und Kosten zu produzieren. Und wichtig ist auch natürlich, dass die City Airlines maximal wachsen wird. Das ist ein Zitat. Und Lufthansa will natürlich die Piloten von der Cityline zur City Airlines rüberziehen. Und da ist man halt dran, mit dem Personal zu verhandeln. Und es ist natürlich immer schwierig, mit Personal zu verhandeln, wenn man da, ja, wie wollen wir es nennen, weniger Geld geben will für dasselbe. Ne? Also da muss man gucken. Aber auch ist es so, dass das Cityline Bodenpersonal in eine neue Gesellschaft wechseln soll. Heißt, Lufthansa werde für die Zukunft die Lufthansa Aviation GmbH anmelden, dem Bodenpersonal dort die Zukunft realisieren. Zukunft realisieren ist ein Originalzitat. Und die Eintragung der Firma ist im Handelsregister im Laufe der nächsten Woche dann. Also da könnt ihr schauen. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Und ihr könnt ja unten auch schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Ob das ein Race to the Bottom ist oder ob man das machen muss, weil man sonst gar nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es gab einen Inzident, da gucke ich gerade, wo der Marker ist. Es gab einen Inzident bei dem Flug von United Airlines, einer 787-8er, am 24. Januar, also gestern, auf dem Flug von Lagos nach Washington, Dulles. 245 Passagiere, 11 Crew waren an Bord, als man an der Elfenbeinküste in Flugfläche 360 unterwegs war. Und 170 nautische Meilen nordwest von Abidjan, auch Elfenbeinküste logischerweise, ist das Flugzeug dann von seinem zugewiesenen Flugfläche deviated, wie es hier heißt, also dort weggekommen. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, dass man sagen muss, dass das nichts anderes war, als dass man dort durchgeschüttelt worden ist. Passagiere sagten, dass man während des Essensservice das Flugzeug dreimal scharf, also sharply dropped. Und ein Passagier hat seinen Kopf oben eingeschlagen in der Konsole. Da ist auch Bildmaterial mit Blut. Ich werde euch das zeigen. Da könnt ihr die Impression vom Bord euch anschauen. Heißt also, da könnt ihr auch selber sehen, was der Impact war.
Man muss natürlich davon ausgehen, dass der Passagier nicht angeschnallt war. Also das ist halt eine ganz klare Sache. Und das Flugzeug ist dann wieder zurückgeflogen nach Lagos und blieb da auch stehen, ist 31 Stunden danach immer noch am Ground. Ich habe es heute nicht gecheckt, ob es mittlerweile losgeflogen ist. Aber interessant ist halt auch, dass hier 33 Verletzte waren und dass Leute natürlich wieder nicht angeschnallt waren. Also da mal schauen. Interessant ist halt auch, dass United da auf einem Beitrag auf Twitter davon spricht, dass man sagt, Technical Issue. Also da ist so ein bisschen Wortspielerei am Gange. Im Gange. So ist es richtig. Wer von euch Punkte von Payback nach Lufthansa Miles & More transferiert, macht das natürlich richtig, dass er es jetzt macht. Weil jetzt gibt es ja den Bonus und da ist es so, normalerweise geht das ja relativ schnell. Und jetzt ist es so, dass die Freunde von Payback da anscheinend oder Miles & More ein Thema haben. Und zwar ist es so, dass die Promotion mit den 20%, also wenn man zwischen 4.000 und 75.000 Meilen rüber transferiert, endet ja auch übrigens am 31. ein Problem. Und da gibt es halt wirklich Themen, dass man dort Sachen, die halt so Mitte des Monats und vor ein paar Tagen angefangen worden sind zu transferieren, nicht gut geschrieben worden sind bis jetzt. Heißt also, dass diese Geschichte halt ein bisschen ungewöhnlich ist und deshalb die Frage an euch, ist das bei euch auch so? Ist das etwas, was ein Einzelfall ist, was ein Problem ist? Oder ist es so, dass man natürlich hier jetzt ein Problem hat, weil so viele Leute das wechseln wollen und tauschen wollen? Hier bin ich mal gespannt, was eure Erfahrung ist. Es ist kein Whining, dass es nicht geklappt hat, sondern einfach nur noch mal von euch ein Feedback, als ihr getauscht habt, wie schnell ihr die Meilen bekommen habt. Deshalb dazu die zweite Frage des Tages. Habt ihr Probleme beim Meilentransfer von Payback zu Lufthansa Miles & More? Und natürlich dann die Frage dazu, wenn ihr es transferiert habt, jetzt zu der Aktion im Januar, wie lange hat das bei euch gedauert? Kommentiert unten einfach die Zeit. Wir gehen weiter mit dem Thema Hilton Honors. Hilton Honors ist ja ein Programm, was ich persönlich sehr stark nutze und fast mein zweitstärkstes Programm ist. Nein, es ist mein zweitstärkstes Programm und die haben wieder eine Promotion für Gold und Diamond. Ich habe das Glück, dass mein Diamond bis 2027 gilt. Und eigentlich geht er immer, weil ich ja die Karte habe, aber ich habe halt schon verlängert, weil ich letztes Jahr über 140 Nächte gemacht habe. Ich habe es euch ja gezeigt, es waren nur 100, die gut geschrieben worden sind, weil sie nicht die Punktenächte irgendwie mit in diese komische Übersicht reingetan haben. Aber es war halt auf 100 und da ist es so, dass wir da jetzt halt auch einen Fast-Track haben, wenn man halt bei einer Firma arbeitet. Heißt also, wenn ihr bei einer Firma arbeitet, die dort registriert werden kann mit der Company E-Mail. Und zwar ist das alle, die mit einem HWS-Account dort unterwegs sind. Die sollten das machen. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, dass man dann auch die Karten oder beziehungsweise die Übernachtung nutzt, um die Karten dann auch behalten zu können. Einfach einen Fast-Track zu machen, um ihn einfach zu machen, ist natürlich nicht immer hilfreich in meinen Augen. Wichtig ist halt, dass man 5 Nächte braucht, um die Gold zu machen in einem 90-Tage-Zeitraum. Und für den Diamond braucht man wie viele Nächte? Es sind, glaube ich, 10 oder 15, keine Ahnung, in dieser Richtung. Aber ihr könnt ja natürlich dort Hilton kontaktieren mit B2B, also b2b@hilton.com und könnt ihr einfach mal fragen, ob eure Firma dafür vielleicht. Ja? Also da könnt ihr schauen. Wir kümmern uns jetzt natürlich wieder um den Abspann. Vorher gibt es wieder die Themen bzw. die Fragen des Tages als Themen. Und die Fragen des Tages ist halt, bewertet ihr die Lufthansa im Besonderen mit dem NPS besser wegen oder trotz Allegris oder sagt ihr, nee, die sind genauso doof wie vorher oder nein, die sind geiler geworden? Und die zweite Frage ist mit Payback-Transfer zu Lufthansa Miles & More. Habt ihr damit Probleme? Wenn ja, schreibt unten rein
Und B, wenn nein, dann schreibt unten rein, wie lange es bei euch gedauert hat, als ihr Punkte von Lufthansa rübergeschoben habt vom Payback zu Lufthansa. Musste ich stoppen. Aber heißt jetzt, die Zeit ist gekommen. Ich muss die Sendung beenden. Ich habe auch gleich wieder einen Call. Wir haben 19 Uhr, also eine Stunde, bis ich die Sendung hochgeladen haben muss. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Netz hier ist. Und dann sehen wir weiter. Ich danke euch, dass ihr heute geschaut habt. Stay tuned, freut euch auf die Stammtische. Die Termine kommen nächste Woche und dann haben wir auch was Neues für euch. Ich hoffe, dass ich das Stichtag, also eigentlich habe ich mir so den 1. Februar als Stichtag gesetzt, aber vielleicht sind wir schneller. Also, bleibt gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.